Servus bei Popsch und Sattel. So sitzt das. Der Bikefitting-Podcast aus Wien. Mit Herz und Schmäh. Gibt es einen Einsteigerschuh auch? Man muss sagen, muss es gleich Carbon sein? Muss es der Hightech-Schuh sein? Oder wo soll ich einsteigen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eine Gravel-Tour machen, ich werde am Tag wahrscheinlich so zwischen 70 oder 100 Kilometer fahren. Geht, wie gesagt, über Schotter, Bergstein. Was würdest du jemandem jetzt als Einsteigermodell empfehlen? Willkommen bei Popsch und Sattel, der Podcast in Wien für Fahrradliebende. Heute unser Stargast Jörg Schmidt aus dem Münsterland, Spezialist für Radschuhe. Jörg, stell dich doch mal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier ins schöne Wien. Ich bin seit über 25 Jahren in der Radbranche tätig. Ich habe Vertrieb gemacht für ganz viele Dinge, ob es Textilien sind oder Fahrräder. Und seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Bikefitting und Messtechnik und auch mit Radschuhen. Okay. Warum Radschuhe? Was bringen mir Radschuhe? Also jeder Schuh hat seine Kategorie, für die er entwickelt wurde. Und der Laufschuh ist zum Laufen entwickelt und der Radschuh ist zum Radschuh entwickelt. Sorry, jetzt ist egal. Okay. Wir sind hier. Premiere. Egal. Und der Schuh ist halt eben dann für seine Kategorie entwickelt. Der Radschuh bietet mir die Möglichkeit, die optimale Kraftübertragung zwischen Mensch und Maschine zu gewährleisten. Und er bietet noch ganz viele Möglichkeiten, um auch dem Fuß etwas mehr Halt zu geben. Ich war jetzt am Tuscany Trail vor 2 Jahren, bin 500 Kilometer Gravel gefahren und hatte dann das Thema, dass nach einer gewissen Zeit meine Gravel Lake Schuhe leider gedrückt haben, weil ich falsche Einlegesohlen hatten und so weiter. Da können wir ja später drauf eingehen. Und hatte dann Schmerzen, bin dann gewechselt zu Sneakern. Habe aber natürlich dann auch gemerkt, dass ich dann nicht mehr diese Kraftübertragung habe oder dass es einfach nicht mehr das Gleiche ist. Ja. Aber der Schmerz war dann doch stärker wie das. Aber was ich oft höre, viele haben Angst vor Radschuhen mit Klickpedalen. Was würdest du solchen Leuten empfehlen? Also letztendlich sollte man keine Angst haben, Dinge zu tun. Man sollte sicherlich keine Tour machen, sofort mit einem neuen Pedalsystem. Und man sollte auch nicht sofort alles eingeklickt fahren. Fangen wir einfach mal ein bisschen anders an. Ein Radschuh kann auch ein Radschuh sein, den ich mit einem Flatpedal fahren kann, der eine steifere Sohle hat. Ja. Es gibt immer wieder Mountainbike-Schuhe, die gerade sehr stark mit Flatpedal arbeiten. Und bitte tut euch alle den Gefallen, kategorisiert nicht alles. Das heißt also, wenn da Mountainbike dran steht, kann es auch Gravel sein. Ja. Das könnte sogar auch Rennrad sein. Also es gibt genügend Leute, die mit, ich mache mal wieder einen Fachbegriff rein, SPD-System, ja, kommen wir gleich nochmal zu, die da mit Rennrad fahren. Das ist frei von allem. Worüber wir heute sprechen wollen, ist letztendlich, wo liegt der Grundsatz? Welche Vorteile bringt mir das Ganze? Wie kann ich meine Fahrweise verbessern? Ja. Und da gibt's halt eben keine Grenzen, die wir setzen, ja, sondern da gibt's halt das Optimale für den jeweiligen Fahrer. Ja, und wie finde ich auch den richtigen Radschuh für mich? Na gut, das ist halt eine relativ schwierige Geschichte. Da hilft's halt eben nicht. Ich habe da letztens eine Geschichte erlebt, dann kommt halt eben in einem Fahrradladen jemand an mit 5 Schuhkartons. Der Kunde zieht die an und dann kommt die Frage, und passen die? Woher soll der Kunde das letztendlich wissen? Wie finde ich den richtigen Radschuh? Hängt einfach damit zusammen, was habe ich für Füße? Die entscheidende Frage ist nicht der Radschuh, das Fahrrad, was ich fahre oder die Kategorie von Fahrrad, sondern was für Füße hast du und wie finden wir die passende Umgebung, um schmerzfrei, das Thema ja gerade, ermüdungsfrei deinen Fuß halt eben in einen richtigen Schuh zu verpacken. Was mir halt so bekannt ist, auch bei Radschuhen, die meisten Firmen und so weiter sind ja eigentlich ursprünglich aus Italienlastig. Und das sind auch die Leisten, also die sind ein bisschen schmäler. Na, du musst aber auch mal erklären, was ein Leisten ist. Genau, erklärst du hier, ja, Profi, erklär, was ist ein Leisten? Ja? Na, ein Leisten kennen viele eigentlich gar nicht mehr. Das ist früher mal ein Teil aus Holz gewesen, was ähnlich aussieht wie ein Fuß. Mhm. Und um dieses Holzteil wurde dann ein Ledergetriebe.
Und dann wurde das Ganze halt klassisch miteinander vernagelt. Heute macht man das anders, heute verklebt man das. Aber auch bei Lake zum Beispiel gibt's 13 verschiedene Leisten, die da im Programm sind. Ich sage einfach mal, viele andere Radschuhhersteller haben 2. Und ich komme einfach nochmal auf dein Thema zurück. Italien, in Montebelluna, das ist hinter Venedig. Da ist so ein bisschen so die Fahrradschuhindustrie auch zu Hause. Da sind viele Sachen entstanden und genauso wie du sagst, Italiener haben halt eben kleine, schmale Füße und das sieht man noch an vielen Schuhen, Radschuhen heutzutage. Ja. Also ich persönlich habe das Problem ja und auch viele in meinem Freundeskreis und auch viele Kunden, dass eben die Schuhe zu eng sind. Die meisten Radschuhe sind zu eng. Na, ich würde schon sagen, nicht die meisten, sondern ich würde schon fast sagen 85-90%. So viel? Ja. Weil, wirklich? Ja, also es kommt immer so auf die Region so ein bisschen drauf an. Wir sehen halt eben, je nordlastiger du bist, desto breiter sind die Füße. Aber generell evolutionär hat sich im Menschen relativ viel getan, dass wir fast alle sehr breite Vorfüße haben. Verändert sich der Fuß jetzt mal so statistisch gesehen? Gibt's da... Hast du da so Prognosen, dass wirklich die Füße breiter werden, weil viele tragen Sneaker, ne? Also, ja, ist das auch so ein Kriterium, oder? Definitiv. Also, wenn du mal schaust, wie viel Barfußschuhe es mittlerweile gibt, wo früher niemand drüber gesprochen hat, ja. Und wie breit die Schuhe überhaupt generell geworden sind und dass wir auch im normalen Straßen-Sneakerschuhbereich über Schuhbreiten auch mittlerweile sprechen, ist das ein Volksproblem, sage ich jetzt mal. Da ist jetzt nicht nur ein Einzelner davon betroffen oder ein Radfahrer davon betroffen, sondern eigentlich schon wir alle. Ja. Du vertrittst ja die Firma Lake. Wo kommt die Firma Lake her? Was zeichnet Lake aus? Auch da gibt's halt hinterher nochmal im Anschluss vielleicht eine kleine Anekdote. Die Firma Lake kommt aus den USA. Und so die Idee gibt schon seit 45 Jahren da was zu tun. Und vor 43 Jahren wurde diese Firma gegründet. Der Gründer Lee war früher mal da gab es noch keine Importeure für CD-Schuhe und auch für andere Sachen, Colnago und feine italienische Ware hat er nach USA gebracht. Das hat natürlich gestartet, wie immer in Amerika, in einer Garage. Und dann hat CD die Sohle gewechselt. Man ist von einer Ledersohle auf eine Kunststoffsohle gegangen und hat da keine Einlage reingemacht und ist dann nach Italien geflogen und hat dann mit den beiden Inhabern von CD gesprochen und hat gesagt, Jungs, ihr müsst unbedingt da eine Sohle reinlegen. Also man kann einen Fuß nicht einfach auf ein Stück Plastik stellen. Und dann haben die beiden gesagt, du, wenn du Sohlen in Schuhe reinmachen willst, dann gründ doch eine eigene Firma, dann kannst du so viele Sohlen in Schuhe reinstecken, wie du willst. Und auf dem Rückweg hat er sich dann gedacht, das ist eine gute Idee. Ja. Ich gründe eine Firma, die heißt jetzt Lake. Hat so ein bisschen auch was damit zu tun, dass die Firma am Lake Michigan liegt. Und okay, das wusste ich gar nicht. Heute noch ist die Entwicklung und das Design liegt in Chicago. Okay. Was zeichnet eigentlich jetzt den Lake-Schuh insbesondere aus? Ja, die Verarbeitung, was ist das Besondere an den Lake-Schuhen? In erster Linie die Passform. Wenn mich Menschen fragen und sagen, was kosten die Schuhe, dann kann ich immer nur sagen, ich weiß das gar nicht, weil ich kenne deine Füße noch nicht. Und wir machen halt eben mit ganz verschiedenen Leisten, verschiedenen Breiten, wir bieten also viele Schuhe in halben Größen an. Wir haben sogar die Möglichkeit, 2 verschiedene Schuhe zu bestellen. Das heißt, rechte Seite 47, linke Seite 45. Den einen Schuh breit, den anderen Schuh schmal. Das ist halt eben unser Hauptgeschäft, darum geht's letztendlich. Ja. Zusätzlich kommt noch, wir verwenden sehr viel hochwertige Materialien. Sehr gerne Känguruleder, das ist auch so ein bisschen so eine Ursprungsgeschichte, aber auch deutsches Rindsleder. Und für den veganen Bereich gibt's letztendlich auch genügend Möglichkeiten, Materialien zu verwenden, die aber im lederähnlichen Bereich sind. Das heißt also, wir verwenden zwar Kunstmaterialien, aber die extrem nah am Leder dran sind. Okay. Was mich auch noch interessieren würde, jetzt, um nochmal zurückzukommen, für denjenigen, der noch keine Radschuhe gehabt hat. Ja? Ich nehme hier auch mal ein, wir haben ja hier dann sozusagen Klickpedale, Klickverbindungen. Die Angst, ich komme da nicht mehr raus, ja, ich falle sozusagen mit dem Rad um. Was würdest du da empfehlen? Wie kann ich das vermeiden oder welche Schritte sollte ich anfangen, um irgendwie
die Angst zu verlieren oder in eine Übung zu bekommen, wie um mit Klickpedalen zu fahren? Und das kann ich komplett nachvollziehen. Vor 30 Jahren habe ich angefangen mit dem Mountainbiken und da war halt SPD-Pedale von Shimano, das also ein Systempedal letztendlich ist, war so damals das heißeste, was es gab und ich musste es natürlich haben und ich habe mich so oft auf die Nase gelegt, dass ich irgendwann bin umgefallen, ganz klassisch, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe es auf. Ja. Und habe mich dann aber mit dem Thema näher beschäftigt und habe mir diesen Auslösemechanismus einmal angeschaut. Und viele Dinge passieren bei uns im Kopf. Das heißt also, wir müssen uns selber vorbereiten durch Training, wie wir das Ganze hinkriegen. Und wenn wir jetzt mal ganz intensiv in die Geschichte reingehen, fangen wir einfach mal damit an. Besorgt euch eine Pedale, die als Hybridpedale funktioniert. Das heißt, eine Seite ein Klickmechanismus und auf der anderen Seite ist ein Flat Pedal. Ja. Und das Ganze fängt Aber lass uns das noch kurz erklären, ja, für Flat Pedal, also sozusagen das Pedal auf der einen Seite die Klickverbindung. Und auf der anderen Seite ist es flach. Ist sie flach, ja. Genau, also wie so eine Mountainbike-Tatze, hat man auch mal gesagt. Und dieses Pedal ist auf Mountainbike-Basis. Das heißt, da ist der Rennradschuh spielt überhaupt noch gar keine Rolle. Und das würde ich auch dem Anfänger nicht empfehlen. Das klären wir gleich nochmal, ist ein anderes System. Stellt einfach dieses Pedal so lose vom Schließmechanismus, vom Verschlussmechanismus ein, wie es in irgendeiner Form geht, so dass man auch mal trocken dann erstmal übt, wie komme ich da rein, also wie klicke ich es ein und wie klicke ich es raus. Das kann man am besten üben, wenn man sich an eine Hauswand anlehnt oder an einem Treppengeländer oder sonst irgendwo, was einem gerade zur Verfügung steht. Es ist auch eigentlich immer eine gute Balanceübung, die würde ich auch noch mal in den Vordergrund setzen. Mal versuchen, sich an der Wand, dass man den Halt hat von der Wand und dann lässt man die Wand mal einen Moment los und guckt halt eben, wie gut ist man in Balance. Dann kann ich jedem den Tipp geben, klickt euch erstmal nur auf einer Seite ein, auf der Schokoladenseite am besten. Habe ich auch gemacht. Ja. Und fahrt dann auf der anderen Seite halt erstmal, dass ihr wisst, aha, da komme ich auf jeden Fall immer in einen guten Stand. Und dann wechselt man die Seiten. Wenn man sich sicher ist auf der einen Seite, dann wechselt man das auf die andere Seite. Auch da noch nicht beide Seiten eingeklickt. So lange, bis der Kopf, das hatte ich ja vorhin angesprochen, sich sicher ist, aha, das ist eine Bewegung, die ich gar nicht veranlassen muss, die ich gar nicht spüre, die der Kopf automatisch macht. Wenn ich dann dementsprechend so weit bin, dass halt eben beide Seiten getrennt voneinander funktionieren, dann fange ich langsam an, mich mit beiden Seiten zu beschäftigen. Beide Seiten eingeklickt. Dann gibt es auch noch eine Geschichte, sehr häufig muss man an einer Ampel anhalten, nutzt die Ampel als sozusagen Notnagel, wo man sich mit den Händen dann dementsprechend auch nochmal abstützen kann. Ja, am Ampelmast festhalten. Ne? Versucht Halt zu finden. Ja, ein Klassiker. Ja. Und dann wird der Punkt kommen, wo man das gar nicht mehr merkt und auch überhaupt nicht darüber nachdenkt, ob man Klickpedale fährt oder nicht. Ja. Noch eine Zwischenfrage, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe sie selbst noch nicht ausprobiert, aber es gibt ja auch Magnetverbindungen, Magnetklickpedale. Was hältst du von denen? Ist eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Die Problematik ist sehr häufig, dass die Bewegungsfreiheit schon sehr stark ist. Also wenn wir aus Bikefitting-Sicht zum Beispiel darauf schauen, ist die Kniebewegung halt eben dann auch geht in alle Richtungen. Vielleicht nicht in die richtige Richtung, die wir gerne haben möchten. Ja, und auch bei Verschmutzungen, was ich jetzt auch von ein paar Leuten gehört habe, bei Verschmutzungen reagieren die auch eher kritisch, dass sie dann doch nicht mehr halten. Ja. Man knirscht es erstmal ein bisschen. Ja. Nochmal zum wichtigsten Thema, Schmerzen. Ja, Schmerzen bei Radschuhen. Aber die meisten denken ja, okay, mich schmerzt mein Knie oder der Rückenschmerzt und so weiter. Oder ich habe taube Zehen. Ja. Wo sollte man doch vielleicht auch mal drüber nachdenken, hey, liegt es vielleicht am Radschuh? Liegt es am Schuh? Kann es sein? Definitiv. Also das fängt alles im Fuß an. Also unser Stand ist immer die wichtigste Geschichte, egal ob ich laufe oder ob ich Rad fahre. Wir stellen unseren Körper halt eben auf diese beiden Punkte. Und das sind auch zwei große Druckstellen, die da auftauchen, eigentlich die größten. Ich kann jedem nur empfehlen, aus seinen jetzigen Radschuhen einfach mal die Sohlen rauszunehmen und seinen Fuß da drauf zu stellen. Und dann sollte man aber die Sohle noch in irgendeiner Weise sehen können. Kann ich die Sohle nicht mehr sehen, weiß ich jetzt schon, der Schuh ist viel zu schmal. Sehr häufig wird er lang genug sein. Ja. Das ist nicht das Problem. Und manchmal kann man auch sogar sehen, wenn ich einen Schuh lange genug getragen habe, wie die Zehen stehen. Und ich frage häufig sehr
oder ich frage Kunden sehr häufig, sag mal, wie viele Zehen hast du eigentlich? Ja, 5. Ich sehe aber nur 3. Ja. Ja, das ist halt eben ein guter Parameter, um zu sehen, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Weil wenn ich meinen Fuß in den Schuh reinstecke, sehe ich ihn ja nicht mehr und sehe die Problematik nicht mehr. Ja. Da muss ich mal überlegen, auch beim Radschuh oder generell beim Radfahren selber. Ich habe ja eigentlich auf sehr geringer, auf sehr kleiner Fläche eine hohe Kraftübertragung. Ja. Und erklär uns mal kurz, wo siehst du, was wäre die optimale Stelle oder was ist die optimale Kraftübertragung oder was ist der Nutzen, auch zum Beispiel eine steife Sohle, all diese Stichpunkte, führ uns da mal ein bisschen rein in das Thema. Naja, die optimale Stelle ist der Mittelfußknochen. Wir sollten halt immer das Glied halt eben so setzen können, dass der Mittelfußknochen über dem Glied steht. Das sollte am besten ein Profi machen. Das kann man so ungefähr schon mal einstellen. Aber viele Probleme entstehen, also das vorhin schon mal angesprochen, Knieschmerzen, gerade durch eine falsche Gliedeinstellung. Ja. Sobald ich das merke, ich habe irgendwas verändert und das Knie fängt an zu schmerzen und ich habe vorher eine Veränderung vorgenommen, dann kann ich zu 99%iger Sicherheit sagen, hängt das mit der Einstellung des Schuhs zusammen. Die Carbonsohle ist einfach eine Geschichte, die ist sensationell, was die Kraftübertragung angeht, weil wir brauchen einen steifen Schuh. Wir bewegen unseren Fuß nicht, das heißt, wir haben keine Abrollbewegung. Unser Fuß steht statisch in diesem Schuh drin und wir wollen auf dem Vorfuß die meiste Kraft haben. Das Problem ist, was wir haben ist, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, einen sehr breiten Vorfuß. Ja. Wenn der Fuß da in irgendeiner Form reingepresst wird, dann stehen sehr häufig 2 oder 3 Zehen in der Luft. Und wir kriegen eigentlich gar nicht die richtige Kraft übertragen. Wir haben uns den besten Carbon-Schuh gekauft. Wir haben das beste Pedalsystem. Ja. Wir haben ein Bike für 8.000 €. Es hilft alles nichts. Ja. Die Kraft kommt nicht auf die Straße. Wenn der Radschuh nicht passt, ja, dann hilft ja auch der teuerste Carbonrahmen nichts. Ja. Der Punkt ist die Stabilität. Gut, jetzt sind wir an dem Thema die Sohle, die Einlagesohle. Ja. Du hast ja auch noch das Fußgewölbe, das muss ja auch unterstützt werden. Wenn man sich überlegt, dass die ganze Zeit eine extrem hohe Kraftübertragung stattfindet, eigentlich auch ziemlich statisch, dann muss das Fußgewölbe gestützt werden. Was sind da die Tipps oder was ist da das Richtige? Also letztendlich ist erstmal die Grundvoraussetzung, einen passenden Schuh zu haben, damit wir genügend Platz haben, um überhaupt eine Sohlenversorgung darstellen zu können. Weil in einem zu schmalen Schuh, zu engen Schuh einfach nochmal zusätzlich eine Sohle reinzupacken, könnte manchmal sogar das Grundproblem verstärken. Also der neue Schuh ist da, wir haben genügend Platz. Und dann brauchen wir letztendlich den Körper. Und auch da gebe ich euch einfach mal einen Tipp mit nach Hause. Macht einfach mal eine einbeinige Kniebeugung und schaut, ob ihr ein wenig nach innen wegkippt mit dem Fuß. Dann hängt sehr häufig, und das ist auch wirklich sehr häufig der Fall, ist am Gewölbe, am Fußgewölbe, dass man gerade mit einer Sohle unterstützen kann. Ansonsten ist es so, dass der Bikefitter natürlich eine ganze Menge sehen kann. Wir können mittlerweile mit Messtechnik auch während des Pedalierens im Schuh messen, wo sind Hotspots. Und wenn es dann ganz tricky wird, würde ich auch empfehlen, zum Orthopäden hinzugehen und auch zu sagen, okay, ich habe ein Problem, was halt knöchern dargestellt ist oder andere Bedingungen, die da passiert sind, sei es ein Unfall oder sonstige Geschichten, und lasst euch eine Sohle anfertigen im Orthopädiebereich und bitte dem Orthopädie-Mechaniker sagen, mach mir eine Sohle für den Radbereich. Weil eine Laufsohle wird nicht in einem Radschuh funktionieren. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Den Fehler machen viele. Anderer Bewegungsablauf. Genau. Ja. Die Gliedposition, ja. Was ist so ein häufiger Fehler bei der Gliedposition? Wenn die meisten sind zu weit vorne, denke ich, oder? Hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie Schuhe gekauft werden. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, der Schuhverkäufer kommt mit den 5 Kartons, passen die Schuhe? Nee, die sind drücken, tun mir weh, ich kaufe sie mir eine Nummer größer. Oder vielleicht sogar 2. Ja. Das heißt, der Schuh wird viel länger, aber nicht viel breiter. Und dann kommen wir in die Problematik, dass die Pedalplatte, das Glied halt eben zu weit nach hinten rutscht und das Ganze nicht mehr einstellbar ist. Somit ist auch die volle Kraftübertragung nicht gewährleistet. Und was ganz schlimm ist, was dann dazu kommt, sind massive Knieprobleme. Das wird sich über Schmerzen zeigen. Taubheitsgefühle. Worauf ist das nochmal wirklich jetzt, also beim Schuh, speziell auf den Schuh gesehen, zurückzuführen?
Du musst einfach Folgendes sehen, wir haben Gefäße in unseren Füßen und man sollte so einen Schuh auch immer am Nachmittag anprobieren, weil dann unsere Füße sowieso schon mal deutlich mehr Volumen haben. Mhm. Und wir brauchen halt Platz in so einem Schuh. Also ich sage immer so, manche Menschen zwängen ihre Füße in Schraubstöcke ein, so nenne ich es einfach mal. Und wenn der Fuß nicht genügend Platz hat, dann ist es halt eben so, dass der Fuß nicht mit genügend Blut versorgt wird durch die Gefäße. Die werden halt eben dann dementsprechend abgeschnürt. Und dann kommt es halt eben zu Taubheit oder auch zu brennenden, schmerzenden Füßen. Was sehr häufig auch das Problem ist, dass nicht alle Zehen und der ganze Fuß halt eben aufliegt, dass der gequetscht ist. Und so ein Fuß versucht erstmal eine richtige Stellung einzunehmen. Und der Körper signalisiert mir am Anfang gar keinen starken Schmerz, sondern es wird nach und nach kommen, je mehr die Gefäße aufgehen. Das hängt viel mit Leistung zusammen, die du draufbringst, oder auch mit einer Wärmeentwicklung, die draußen stattfindet. Das Problem wird häufig bei Hitze schlimmer sein. Also Tuscany Trail wird es wahrscheinlich keine minus 10 Grad gehabt haben. Nein, im Gegenteil, ja, klar. Und dann taucht das Problem halt eben extrem auf. Ja. Weil ich jetzt selber, ich stelle mich hier auch ein bisschen als Dummy, weil ich wirklich möchte, dass dieser Podcast auch für jeden einen Nutzen hat, der noch keine Ahnung von der ganzen Materie hat. Zum Beispiel, wieso ist ein Radschuh hinten so steif, hier verstärkt? Hier natürlich hochprofessionell mit Carbon. Ne? Also die Ferse spielt eigentlich für den Schuh und für die Bewegung eine geringere Rolle. Aber wir brauchen halt im Schuh und den erzeugst du durch eine Ferse, weil sonst würdest du bei jeder Rotationsbewegung das Gefühl haben, du schlüpfst hinten aus dem Schuh raus. Wir haben das bei einigen Schuhen hinten aus Carbon gemacht, nicht aus optischen Gründen. Das sieht natürlich auch schön aus. Wir haben so ein kleines Fensterchen in das Material reingemacht, damit man sieht. Aber wir haben hier die Möglichkeit, das Thermo zu verformen. Das heißt, Thermoverformung, warum macht man das? Weil wir können das an den Fuß des jeweiligen Menschen anpassen, um ihm da entweder mehr Halt zu geben, und das ist sicherlich auch immer ein Thema von der Ferse, um vielleicht auch die Achillessehne oben zu entlasten, da etwas auszusparen, beziehungsweise dann unten viel mehr Druck für die Ferse halt eben zu erzeugen. Insofern, dass wir keinen Druck erzeugen wollen, sondern Halt erzeugen wollen. Ja, weil ich zum Beispiel habe einen sehr hohen Riss und da finde ich das zum Beispiel auch jetzt hier speziell sehr, sehr gut mit den 2 Boa-Verschlüssen. Das sind diese Schnellverschlüsse, wo man sozusagen durchs Drehen hier die Spannung erzeugt und man kann hier den Druck schön verteilen. Ja, ist das im Gegensatz zu nur einem Boa-Verschluss? Definitiv. Letztendlich ist es so, dass die Zunge oder die Lasche, die so ein Schuh hat, dann auch weit genug sein kann, um gerade halt eben auch so einen voluminösen Fuß im Riss oder im Spann halt eben dann zu umschließen. Ein Doppelboa gibt dir immer die Möglichkeit, oben etwas weniger Spannung draufzusetzen und unten etwas mehr Spannung draufzusetzen. Sehr häufig sehen wir das Problem, dass Menschen flache, breite Vorfüße haben. Und ich mit einem Boa oder mit einem Verschluss da gar nicht arbeiten kann, weil ich den oben so stark zudrehen muss, dass da die Blutzufuhr schon fast unterbrochen wird. Dann hilft es mir auch nicht, wenn ich den passenden Schuh habe, aber trotz alledem kein Blut ankommt, um den Fuß zu versorgen. Okay. Das heißt, die optimale Geschichte ist letztendlich, mit einem Boa-Verschluss zu arbeiten. Und das, was halt eben Boa auch noch besonders macht, ist, dass es vorhin, da hast du den Verschluss angesprochen, ist, dass es ein Hersteller ist, der aus den USA kommt, der lebenslange Garantie auf seine Verschlüsse und auf seine Seile gibt. Und die Europazentrale sitzt im schönen Österreich am Mondsee. Am Mondsee? Ja. Okay. Und jeder, der ein Problem hat damit, schreibt einfach eine E-Mail an Support und du kriegst dann die Ersatzteile kostenlos innerhalb von 3 Tagen in die ganze Welt geschickt. Okay. Wenn ich jetzt E-Bike-Fahrer bin, ja, ganz normal irgendwie meine 30, 40 Kilometer fahre, brauche ich trotzdem Radschuhe? Brauche ich das? Brauchen nicht. Also das E-Bike fährt auch so. Es wird funktionieren. Ja. Aber es ist ja ein Thema, was wir ja aufgegriffen haben von einem anderen Unternehmen, für das ich tätig bin. Wir haben da mal Studien durchgeführt. Wir haben also wirklich Messungen gemacht. Wir haben 50.000 Datensätze zu dem Thema, wie sitzt man auf einem E-Bike, gesammelt. Und da haben wir ganz eindeutig festgestellt, dass es wichtig ist, auch da eine feste Sohle zu haben. Also eine Sohle, die nicht unbedingt eine reine Radsohle ist, aber eine festere Laufsohle. Weil auch beim E-Bike, das fährt nicht ganz von alleine, muss ich halt eben treten. Und dann brauche ich eine vernünftige
richtige Position. Und die kann ich halt eben durch einen radähnlichen Schuh. Es gibt viele Hersteller, die es anbieten. Bei Lake zum Beispiel sind es die MX-Modelle, die da eine Möglichkeit bieten. Ihr bietet auch Modelle ohne Glied, ohne Klickverbindung an? Jein. Also wir bieten dann eine Abdeckkappe für diese Öffnung, wo das Glied normalerweise verschraubt wird, an. Und somit kann man den dann als Schuh nehmen für Non-Click-Pedale. Ja, das ist super. Ja. Ist ein guter Kompromiss. Ja. Für denjenigen, der einfach mal einsteigen will und das Gefühl dafür kriegen will. Wenn jetzt jemand zu mir kommt fürs Bikefitting, ja, dann habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, den Fuß zu messen, ja, auch mit Keilen zu schauen, wie ist das Fußgewölbe. Wie viele verschiedene Einlagesohlen oder Modelle bietet ihr da an? Die passende, da gehe ich immer ganz stark von aus. Also wir haben 3 verschiedene Modelle, was die Höhen angeht, der Gewölbeunterstützung im Programm. Dann dementsprechend immer passend auch zu der Schuhgröße. Das sind ja die Push-Sohlen von Gebirmais, die wir da anbieten, die auch in Verbindung mit Lake entwickelt wurden, weil es hilft ja nichts, einen breiten Schuh zu haben und eine schmale Sohle. Deshalb haben wir es umgekehrt gemacht. Wir haben eine breite Sohle zum breiten Schuh. Wenn es in den schmalen Schuh rein soll, ist es auch kein Problem, dann schneidet man halt eben ein Stück ab. Und diese Sohlen lassen sich genauso, wie wir vorhin das mit dem Carbon besprochen haben, thermoverformen. Das heißt also, man kann die individualisieren, nochmal ganz genau für den Fuß. Da komme ich wieder zum Thema zurück. Der Fuß steht im Vordergrund bei uns. Das ist ja auch, warum viele Bikefitter und Bikefitterinnen Lake-Schuhe einfach ins Sortiment reinnehmen. Ne? Weil am Schluss endet es dann doch häufig bei dem Schuh. Weil er eben so versatil ist. Also du kannst wirklich für jeden Fuß findest du den richtigen Schuh. Ne? Also definitiv. Wir haben auch ganz viele Speziallösungen. Also ich muss dann jetzt einfach mal wieder mit Fachbegriffen um mich werfen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Modellbezeichnung 242, das ist unser Schuh, der mit einem Mesh-Material ist, wo wir eine Schnürung haben, die komplett voneinander getrennt arbeitet, wo wir dann aber im Mesh auch mal einen Hallux unterbringen können oder eine abstehende Kleinzehe. Und wir können es wirklich bis auf die Spitze treiben. Das heißt, ich habe immer wieder Anfragen, wo Menschen wirklich extreme Probleme haben mit ihren Zehen, ob es die Zehenabstände sind oder die Zehen stehen nach oben weg. Und da gibt es einen Schuh, der vorne ein Mesh-Material hat, wo wir fast alle Füße unterkriegen. Also es gibt keine schlimmen Füße, es gibt nur besondere Füße. Ja. Mit den Einlagen, ja. Nicht jede Einlage passt perfekt. Ja. Ich musste es ja selber erleben. Meine war im Grunde genommen zu stark, hat das Fußgewölbe wieder zu stark gehoben und dadurch hatte ich keine Entlastung, ja, und hatte dann da nach einer gewissen Zeit Schmerzen. Also man muss auch wirklich die perfekte Einlage finden. Definitiv. Ja. Weil was wir machen wollen, ist, wir wollen unterstützen. Wir können deinen Körper halt eben nicht mehr anpassen. Das geht in gewissen Altersbereichen, funktioniert das. Also wenn du jetzt im zarten Alter von 15 hier bei mir sitzen würdest, dann würde ich sagen, ja, wir können halt eben noch mal was verformen am Menschen. Aber in dem fortgeschrittenen Alter würde ich das nicht empfehlen, sondern ich würde einfach hingehen und würde die Fehlstellung, die da ist, unterstützen, dass die nicht zu weiteren Komplikationen führt. Mhm. Habt ihr spezielle Modelle, die jetzt wirklich auch nur für Frauenfüße speziell designt sind? Designt eher weniger. Wir haben halt Frauenmodelle im Programm, definitiv, weil dann der Frauenfuß gerade in den kleinen Größen sich etwas anders darstellt. Dann ist der Vorfuß halt eben auch nicht so breit. Ja. Da gehen wir wieder so ein bisschen auch in die italienische Richtung rein, dass wir sagen, okay, das sieht dann letztendlich ganz anders aus, zeichnet sich aber immer weiter rückläufig aus. Das heißt also auch die Frauenfüße, auch was die Größen angeht, haben sich auch deutlich in eine andere Richtung entwickelt. Also früher hat man einfach gesagt, okay, man schaut mal 36 bis 38. Heute, liebe Mädels und Frauen, seid euch sicher, ihr dürft auch ganz gerne mal einen 41er oder einen 42er Schuh haben. Und Schuhgrößen sind Schall und Rauch. Bitte beachtet, dass in der Erstellung einer Schuhgröße, in der Formel eine Variable drin ist und jeder Schuhhersteller nutzt halt eben diese Variable, um nicht vergleichbar zu sein. Das heißt also, wenn zu dir jemand kommt und sagt, na, ich habe normalerweise eine 39 und du verkaufst ihm auf einmal eine 41, dann ist das nichts Schlimmes, sondern es ist einfach, dass es bei uns etwas anders ausgelegt wird als bei einem Straßenschuh. Woran merkt man, dass ein Radschuh gut passt? Also welches Gefühl muss ich haben im Radschuh, dass ich weiß, hey, der sitzt gut? Also ich habe das sehr häufig, dass mir Menschen sagen, der ist ja wie ein Pantoffel.
Und das ist für mich halt das Schönste, was ich immer hören kann, dass sich jemand wohlfühlt. Also wenn ich zu Hause nach einem langen Tag meine Pantoffel anziehe, dann weiß ich, ja, ich fühle mich wohl, mir geht's gut. Und so sollte dieses Gefühl auch sein. Man muss natürlich immer so ein bisschen drauf achten, wenn ich halt aus so einer Schraubzwinge rausgekommen bin, die ich fälschlicherweise irgendwie schon hab seit Jahren, und dann ich nenne es immer so, von so einem Einzimmer-Apartment auf einmal in eine Villa kommen, dann kann es natürlich auch sein, dass der Kopf sagt, hier stimmt irgendwas nicht, das ist jetzt viel zu groß, ich fühle mich nicht wohl, ich rutsche, ich schwimme, wie auch immer. Die Grundvoraussetzung ist das Wohlfühlen, und die zweite Voraussetzung ist, dass es jemand gibt, so wie dich, Lars, der es dann kontrolliert und guckt, wie ist der Halt und wie ist der Sitz. Ja. Also meine Erfahrungen mit Legschuhen sind hervorragend, weil ich wirklich immer wieder das passende Modell dann finde, egal welches Fußproblem und vorliegt. Also da bin ich immer sehr, sehr happy, dass ich da eine Lösung finde. Und dass ich auch, es sind jetzt 3 verschiedene Einlagen von den Stärken her, die ich habe. Von den Höhen. Von den Höhen, ja. Wir gehen immer davon aus, dass halt eben die Gewölbehöhen da eine große Rolle spielen. Ansonsten sind die thermoverformbar. Das heißt also, du kannst alles Mögliche machen. Wenn jemand zum Beispiel ein Problem hat mit dem Großzehengrundgelenk, wo man schon sieht in der alten Sohle, das hat sich tief eingebohrt, dann kann man darauf eingehen und kann das auch dementsprechend formen, dass es passend ist. Ja. Gibt es einen Einsteigerschuh auch? Man muss sagen, muss es gleich Carbon sein? Muss es der Hightech-Schuh sein? Oder wo soll ich einsteigen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eine Gravel-Tour machen, ich werde am Tag wahrscheinlich so zwischen 70 oder 100 Kilometer fahren, geht, wie gesagt, über Schotter, Bergstein. Was würdest du jemandem jetzt als Einsteigermodell empfehlen? Also als allererstes den passenden Schuh. Das ist immer für mich wichtig. Es ist immer unabhängig vom Material, was es ist. Wir bieten Schuhe an ab 170 € circa. Und das ist ein Schuh, der, wenn der passend ist, auch gut funktioniert. Da kann ich halt so eine Tour mitfahren. Es gibt ein neues Modell, was dann noch mal etwas besser ist, auch mit einer Nylonsohle. Ich werfe einfach mal diesen Begriff ein. Das ist halt eine Kunststoffsohle, die aber auch nicht viel schlechter ist. Also wo man nicht deutlich diesen Unterschied merkt. Klar, nach oben hin raus wird man einen Unterschied merken, ob ich Nylon oder Carbon habe. Und dieses neue Modell hat dann nicht nur einen Bohrerverschluss, sondern 2. Das heißt also, das verbindet eigentlich schon die Welt des Topmodells zu den, ich sag mal, Einstiegsmodellen, wobei das ein bisschen unfair ist, weil das ist ein guter Schuh. Und dann gibt es 2 Bohrerverschlüsse und dann kostet es unter 200 €. Und das ist immer ein sehr guter Einstieg zu sagen, damit kann ich letztendlich alles fahren. Okay. Ja, so ein Schuh hält auch lang. Also ich fahre meine jetzt schon einige Jahre und ich muss sagen, wird noch locker 3-4 Jahre werden die locker halten, ja. Also das ist ja eine Investition, die wir da alle tätigen. Und wenn wir dann auch über 200 € sprechen, muss ich davon ausgehen, dass so ein Schuh 4, 5, teilweise sogar 6 Jahre hält. Wir verwenden hochwertige Materialien. Wie gesagt, die Bohrerverschlüsse haben eine lebenslange Garantie. Klar, das Gummi, wir benutzen auch sehr häufig Gummi, das kann sich natürlich abnutzen. Da ist man nicht vorgefeit. Aber ansonsten, falls es mal eine Reklamation bei uns im Hause gibt, verfahren wir auch so. Wir haben einen Schuhmachermeister bei uns in Eindhoven. Die Firma sitzt mittlerweile, die Firmenzentrale in den Niederlanden, in Eindhoven. Da haben wir halt eben Schuhmachermeister, der dann einmal die Woche bei uns was abholt, um das zu reparieren. Wir möchten aufgrund der Nachhaltigkeit auch immer die Möglichkeit geben, Dinge wieder in den Kreislauf zu bringen. Also wenn der rechte Schuh beschädigt ist, warum soll ich 2 Schuhe wegschmeißen? Ja. Jörg, eine Frage, die ich jetzt noch hätte, weil ich hier die Zunge, das finde ich ja bei euren Schuhen von Lake ziemlich klasse, dass hier keine Druckstelle entsteht. Ja, gerade wie bei mir, der hohe Riss, das ist echt ein Vorteil, das muss ich sagen. Also kannst du da noch was dazu sagen zu eurem Design hier? Wir haben eigentlich gar keine klassische Zunge mehr, weil die Zunge sehr häufig Probleme bereitet, insofern, dass dann gerade, wenn jemand dort oben sehr viel Belastung hat durch einen hohen Riss, Druckstellen verursacht, haben wir uns überlegt, wir nehmen das Material in einem durch, sozusagen, dass man keine 2 Seiten mehr hat, die offen sind, sondern man hat es halt in einem durch konstruiert. Und diese Konstruktion stammt letztendlich
von dem Topmodell, von dem aktuellen 403. Das ist unser Top-Schuh, der deutlich über 500 € kostet. Und jetzt nach und nach sind diese Sachen in die normale Serie mit eingeflossen. Ist das bei allen euren Linien jetzt, also Rennrad, Mountainbike, Gravel? Ja, definitiv. Bei uns gibt es keine Unterschiede. Das heißt also, wenn wir eine Technologie verwenden, wird das immer in der kompletten Serie benutzt. Und es gibt, ich nenne das immer Bruder- und Schwestermodelle. Okay. Man kann das so ein bisschen von oben nach unten sehen. Und jetzt sind wir mittlerweile gerade mit dieser Technologie auch bei dem Schuh für knapp 200 € angekommen. Okay. Dann danke ich dir fürs Kommen, Jörg. Ja, ich denke, wir haben heute fast alles erfahren, was man wissen muss über Radschuhe. Wenn noch Fragen offen sind, bitte in die Kommentare und abonnieren. Heute hier Premiere gewesen. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Ja? Und wir hier vielleicht mal nochmal live, irgendwie in einem Livestream sowas zeigen könnten, wie wir diese Schuhe an die Leute, an den Mann bringen. Ja? Lieben gerne. Also solche Dinge sollten immer passieren, dass wir mal einen Lake Day oder einen Lake Nachmittag machen. Und ich freue mich, wenn wir dann anschließend beide auf den Wienerwald Trail kommen und mal zusammen auch nicht nur über Fahrradschuhe sprechen, sondern in der freien Wildbahn auch Radschuhe. Ja, freue ich mich auch. Dann bis bald und bis zum nächsten Podcast. Bis bald.